Das Kraftfeld wurde heruntergefahren, weiter zum Teleporter. Ratchet, dies ist dein erster Trip ins Red Zone-Gebiet. Ich begleite dich und überwache deinen Fortschritt auf meinen Holoschirmen. Der Gefechtsturm sieht gar nicht gut aus. Ich schlage einen EMI-Angriff vor. Ratchet, um die Brücke auszufahren, brauchst du die Knotenpunktkurbel. Ratchet, du musst dir beide Knotenpunkte vornehmen, wenn du die Brücke ausfahren willst. Gut gemacht, Ratchet. Ich muss zugeben, ich war besorgt. Ratchet, meine Techbot-Freundin sendet Daten zu deiner Mission. Sie hat mir heute gesagt, dass sie mich süß findet. Sei vorsichtig, Ratchet. Ich habe etwas Großes und wahrscheinlich auch Hässliches geortet. Ratchet, hörst du mich? Wir haben hier wohl eine kleine Störung. Sei vorsichtig, Ratchet. Meine Daten sind nicht vollständig. Ich weiß nicht, was da drinnen lauert. Ein Doppelschwunghaken. Ich kann gar nicht hinsehen. Schon wieder Shellshock? Pass auf, er sieht wütend aus. Ratchet, der Weg zur Kathedrale ist blockiert. Als Alternative schlage ich eine Grindschiene vor. Na endlich. Ich habe seinen Funk abgestellt. Er wollte nicht aufhören zu schwallern und du musst dich schließlich konzentrieren. Ratchet, hack dich in die Sicherheitskugeln, um die Brücke zu aktivieren. Ratchet, ein Red Zone Techbot meint, dass ihr beide Knotenpunkte einnehmen müsst, um die Kraftfelder herunterzufahren. Ich habe ihm ein Autogramm vom Geheimagent Clank gegeben und er fing an zu plaudern. Nur noch ein Knotenpunkt. Ratchet, ich sehe ein Hoverschiff im Hangar. Halte diese Frequenz bitte für wichtige Nachrichten frei. Und außerdem sollst du rausfinden, wie man die Halsbänder loswerden kann. Ratchet, laut meiner Daten... Al, ich habe doch gesagt, dass du diese Frequenz frei halten sollst. Ratchet, du befindest dich im südlichen Kraftwerk. Finde 4 Energiekugeln. Hack dich in die Kugeln, um das Kraftwerk anzuschmeißen. Ah, da sind ja die beiden Sicherheitskugeln. Hack dich rein und schon läuft das nördliche Kraftwerk. Ratchet, dreh den Bolzen, um den Gamma-Energiestrahl auszurichten. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, den nächsten Knotenpunkt einzunehmen, um die Sprungplattform zu aktivieren. Ratchet, du musst zwischen 2 Pfaden wählen, aber sie sind beide gleich gefährlich. Ratchet? Ah, da bist du ja. Die Verbindung war kurz abgebrochen. Al hat sie überlastet. Anscheinend kommuniziert er wieder. Du hast also die Sprungplattformen aktiviert. Gut. Begib dich jetzt auf die 2. Ebene. Dort musst du die 6 Hauptknotenpunkte einnehmen. Viel Glück, Ratchet. Ratchet, du musst in die Fabrik und die Kraftfelder ausschalten, um zur anderen Seite zu gelangen. Ratchet, der Tech-Droide hat mir wichtige Infos übermittelt. In der Statue von Ace Hardlight ist ein geheimes Rettungsschiff versteckt. Ratchet, zünde die Sprengsätze um den Sockel der Statue von Ace Hardlight. Und sei vorsichtig. Ratchet, sei vorsichtig. Der Boden ist elektrisch geladen. Du musst die Batterien zerstören, die dafür sorgen. Du lässt dir wirklich Zeit. Denk daran, dass du die Batterien zerstören musst. Ratchet, du musst jetzt alle Kontrollpunkte am Schildgenerator manuell aktivieren. Das müsste reichen, um den Schild zu aktivieren. Saubere Arbeit, Darkstar-Team. Ratchet, wegen der äußeren Bedingungen werden wir nicht kommunizieren können. Ich werde dich sehen, aber du bist auf dich alleine gestellt. Ratchet, ich konnte eine Verbindung herstellen. Ich fasse mich kurz, vielleicht hört jemand mit. Stell dich auf die Tasten, um das Gefängnisfeld runterzufahren. Ich versuche in der Zwischenzeit Kontakt zu... Das erste Sperrfeld ist aus, Ratchet. Weiter so. Das wären 2 Sperrfelder. Wir sind fast am Ziel. 3. Geschafft. Beeil dich, Ratchet. Wir müssen die Zielmatrix des Anzugs kalibrieren. Sieh zum Holoziel zu deiner Linken. Dies ist eine Schussübung. Visier dein Ziel an und feuere dann. Du kannst deinen Schlüssel benutzen, wenn dir die Munition ausgeht. Sieh zum Holoziel zu deiner Rechten und feuere dann. Gut, feuere jetzt auf das Holoziel über dir. Ich übertrage eine digitale Minikarte der Ebene. Siehst du sie? Die Minikarte zeigt dir Feinde in deiner Nähe an. Ich sehe 3 weitere Holoziele in deiner Umgebung. Gut gemacht, Ratchet. Es müsste hier einen Teleporter geben, der dich zur nächsten Etappe der Qualifikation bringt. In deiner Nähe befinden sich 2 druckempfindliche Auslöser. Um die Brücke zu aktivieren, müssen beide gleichzeitig gedrückt werden. In deiner Nähe befindet sich ein druckempfindlicher Auslöser. Um die Brücke zu aktivieren, musst du dich darauf stellen. Um deinen Schwunghaken einzusetzen, musst du springen und die Kreistaste in der Luft gedrückt halten. Lass die Taste los, wenn du dich vom Schwunghaken lösen willst. Dein Schwunghaken ist automatisch ausgerüstet, wenn ein Ziel in der Nähe ist. Hervorragend, Ratchet. Aber jetzt wird's schwieriger. Schalte alle Feinde aus und zerstöre den Angriffsturm. Laut Red Zone-Dateien ist das hier der Landpirscher. Eine vielseitige und tödliche Kampfmaschine, die von einem Piloten und einem Schützen bemannt wird.
Der Landpirscher verfügt über ein rotierendes Cockpit, das sich um volle 360 Grad drehen kann. Er kann auch in die Luft springen und seitliche Sprünge ausführen, um Angriffen auszuweichen. Der Landpirscher ist mit einem Zwillings-MG und einem Plasmamörser ausgestattet. Falls nötig, kannst du jederzeit zum Mörser wechseln. Das hier ist der Puma, ein geländegängiger, schneller Angriffswagen. Seine Besatzung besteht aus einem Fahrer und einem Schützen. Du solltest dich mit der Steuerung vertraut machen. Dieses Fahrzeug wirst du wahrscheinlich im Kampf brauchen. Der Gefechtsturm des Pumas dreht sich um 360 Grad. Diese Kante erreichst du wohl nur mit einem Doppelsprung. Beeil dich, Ratchet, spring einfach hoch und halte dich an der Kante fest, um die nächste Ebene zu erreichen. Wir haben keine Zeit mehr, beeil dich. Wenn deine Bots anderweitig eingesetzt werden, kannst du mit deinem Schlüssel Bolt-Kurbeln selbst drehen. Spring auf die Grindschiene, um den Abgrund zu überwinden. Benutze den Schwunghaken, um den Abgrund zu überwinden. Lass den Schwunghaken erst los, wenn du sicher über den Abgrund gelangt bist. Mit dem Hackerstrahl knackst du Kugelschlösser wie dieses hier. Von diesem Gefechtsturm aus kannst du ein Grindkabel abfeuern. Such dir ein geeignetes Kabelziel. Setze einen EMI-Angriff ein, um den elektrisch geladenen Boden kurz zu schließen. Setze die Schildverbindung ein, um einen Gamma-Schild um deinen Partner zu generieren. Wenn der Schild aber abklingt, treffen dich alle auf ihn gerichteten Angriffe. Gelegentlich musst du auf 2 Tasten gleichzeitig stehen, um eine Tür oder eine Brücke zu aktivieren. Entferne dich nicht zu weit von deinem Partner. Ist die Distanz zwischen euch zu groß, explodieren eure Halsbänder. Feinde sind auf dem Radar rot markiert, Verbündete blau. Missionsziele erscheinen grün. Achte auf deine Munition. Mit diesen Munitionspacks kannst du nachladen. Ratchet, denk daran, dass du deine Schnellauswahl im Pausemenü anpassen kannst. Du kannst zu früheren Missionen zurückkehren, um Erfahrung und Bolts zu sammeln. Um schnell an Bolts zu kommen, musst du den Bolt Jackpot knacken. Dann erhältst du vorübergehend zusätzliche Bolts. Drücke die Vierecktaste, um den Schlüssel an die Boltkurbel des Knotenpunkts anzulegen. Wenn du den Schadens-Jackpot knackst, kriegst du einen Spezialbonus. Du richtest dann vorübergehend größeren Schaden an. Wenn dir alles zu einfach ist, kannst du den Schwierigkeitsgrad des Spiels im Optionenmenü ändern. Die Änderung gilt jedoch erst ab der nächsten Mission. Bei einem Sieg über einen Feind werden automatisch deine Dreadzone-Waffen aufgerüstet und dein maximaler Nanotech-Level erhöht. Wenn du den Nanotech-Jackpot knackst, erhältst du vorübergehend verbesserte Gesundheit. Ratchet, du hast Nanotech erhalten. Je mehr Nanotech du hast, desto mehr Schaden kannst du einstecken. Mit der L2-Taste kannst du dich durch kürzlich verwendete Waffen schalten. Springe und drücke die Vierecktaste, um mit deinem Schlüssel einen Hyperschlag auszuführen. Ratchet, du hast eine neue Mission freigeschaltet. Sieh auf deinem Missionsbildschirm nach. Wenn du neugierig bist, kannst du das Missionsmenü vom Pausebildschirm auswählen, um deine aktuellen Missionen einzusehen. Ein neuer Planet ist verfügbar. Sieh ihn dir auf deinem Missionsbildschirm an. Drücke die L2-Taste, um mit dem Visier heranzuzoomen. Deine Waffe wurde aufgerüstet. Waffen werden automatisch bei regelmäßigem Gebrauch aufgerüstet. Dadurch erhält die Waffe zusätzliche Feuerkraft und einen zusätzlichen Modifikationsplatz. Wenn du den Erfahrungsjackpot knackst, steigen deine Erfahrungspunkte vorübergehend an. Der Erfahrungs-Bolt-Jackpot ist ein echter Knüller. Du erhältst vorübergehend mehr Erfahrungspunkte und Bolts. Ratchet, wenn du bereit bist, kannst du den Shuttle zur Kontrollebene der Killerkuppel fliegen. Das ist der interplanetare Transporter. Er bringt dich zu Dreadzone-Schlachtfeldern auf anderen Planeten. Er fliegt auf einem vorgegebenen Kurs. Wenn du dir am Navigationscomputer zu schaffen machst, explodiert das Schiff. Dies ist das Killerkuppel-Shuttle. Es verkehrt nur zwischen der Killerkuppel und deiner Zelle. Bevor du in den Transporter steigst, solltest du Al im Technikerraum besuchen. Vielleicht hat er Upgrades für dich. Nimm dir etwas Zeit, um deine Waffenmodifikationen zu konfigurieren. Wenn du sie richtig einsetzt, verleihen sie deinen Waffen erhöhte Feuerkraft. Zum Einsatz der Schnellauswahl hältst du die R2-Taste gedrückt, während du den rechten Analogstick benutzt. Drücke die R3-Taste, um eine größere Ansicht der Karte zu erhalten. Deine Dreadzone-Rüstung hat eine neue Steuerung. Sie ist viel geschmeidiger und der anderer Dreadzone-Kandidaten ebenbürtig. Du kannst den Skorpion als Angriffskombination einsetzen, indem du die R1-Taste kurz drückst. Ratchet, im Herausforderungsmodus kannst du die mächtige Mega-Version jeder Waffe in ihrer maximalen Aufrüstungsstufe kaufen. Hervorragend. Mit Beenden des Spiels hast du einen neuen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Aber du spielst auf eigene Verantwortung.
Mit genügend Stilpunkten kannst du neue Cheats im Extra-Menü freischalten. Glückwunsch, du hast ein neues Kostüm freigeschaltet. Hervorragend, neues Kostüm verfügbar. Ratchet, ich wollte dir sagen, dass du ein neues Kostüm freigeschaltet hast. Deine Waffenmodifikationen kannst du im Waffenmenü verwalten. Deine Funktionsmodifikationen kannst du im Waffenmenü oder in der alternativen Schnellauswahl verwalten. Wenn du deine Basismodifikationen verwalten willst, kannst du das auf dem Bildschirm im Waffenmenü tun. Ratchet, denk daran, dass du den Schwierigkeitsgrad jederzeit im Optionenbildschirm ändern kannst. Ratchet, wenn du eine größere Herausforderung möchtest, kannst du den Schwierigkeitsgrad im Optionenmenü ändern. Ratchet, ich habe eine Überraschung für dich. Im Herausforderungsmodus gibt es einen Bold-Multiplikator. Für jeden besiegten Feind steigt der Multiplikator bis zu einem Maximum von 20. Wirst du getroffen, sinkt der Multiplikator wieder auf 1. Ich habe was, um dich aufzumuntern. Im Herausforderungsmodus erhältst du jetzt Basismodifikationen beim Waffenhändler. Ratchet, füll einfach die Stilliste jeder Mission aus, um Bolts zu verdienen. Du kannst die Stilliste im Missionsbildschirm einsehen. Ratchet, laut Redzone-Regeln erhältst du Waffenmodifikationen, wenn du die Stilliste eines Levels erfüllst. Alle Funktionsmodifikationen findest du mit der alternativen Schnellauswahl. Ratchet, du hast einen neuen Cheat freigeschaltet. Ein neuer Cheat ist verfügbar. Möchtest du neue Kostüme freischalten, Ratchet? Versuch es, indem du im Optionenmenü einen höheren Schwierigkeitsgrad wählst. Waffenspezifische Modifikationen findest du beim Waffenverkäufer. Du kannst die Feuertaste gedrückt halten, um den Skorpion defensiv einzusetzen. Holoschilde sind defensive Kraftfelder, die feindliche Angriffe ablocken. Einer deiner Kampfbots ist kampfunfähig. Du kannst ihn mit dem Wiederbelebungsbefehl zurückholen. Schöner Anzug, Ratchet. Du wirst immer besser. Ich habe mir die Rangliste angeschaut, Ratchet. Du mischst bald oben mit. Die neue Rüstung bietet dir noch mehr Schutz. Hervorragend. Die neue Rüstung wird sich als nützlich erweisen. Dieses Halsband ist ziemlich unbequem. Und wie gefällt dir das Gladiatorenleben jetzt so, Ratchet? Ich suche nach einem Mittel gegen die Halsbänder. Passt ihr in der Zwischenzeit auf, dass ihr nicht den Kopf verliert. Ich hasse Reality-HV. Ich möchte immer die Holovision-Klassiker wie Edward, halb Mensch, halb Sandhai und Billy und die Tongur-Bestie. Ich habe deine Fortschritte beobachtet, Ratchet. Du machst dich sehr gut, aber fühl dich bitte nicht verpflichtet, mir zu danken. Meine Techbot-Freundin ist sehr hilfsbereit, aber die Gründe, warum sie mich treffen will, sind sehr seltsam und haben nichts mit unserer Flucht zu tun. Ich glaube, sie mag mich. Einige der Helden sind schon sehr lange in Gefangenschaft. Plasma Man war schon als Plasma Boy hier. Ratchet, ich erhalte immer mehr Infos zu Dreadzone. Meine Tech-Freundin ist sehr hilfsbereit und die Abfallbots sind auch ziemlich gesprächig. Ratchet, hast du es schon gehört? Hektische Heuschrecke und Rebus Dynamo wurden im Kampf getötet. Hektische Heuschrecke war der erste Dreadzone-Kandidat, der in die Rüstung eines anderen Kandidaten gemacht hat. Wirklich seltsam. Ich treffe mich wegen geheimer Gefechtsturmpläne mit meiner Tech-Freundin. Sollte ich Aftershave benutzen, Ratchet? Sie mag den Duft von Turbinenabgasen. Pox hat mehrere Sicherheitsebenen. Es war nicht leicht, sie zu knacken. Ich bin aber in das Kommunikationsnetzwerk gekommen. Er chattet mit Gott und der Welt und anderen Stützstrumpf-Fans. Sein Nickname lautet Voxy liebt Stützstrümpfe. Dein erster Kolosseumskampf steht an. Du musst dich vorbereiten. Komm in den Einsatzraum. Ratchet, geh bitte bald zu Al. Vielleicht hat er Modifikationen für dich. Und außerdem ist er einsam. Ratchet, denk an deine Waffenmodifikationen. Geh mal zu Al in der Bordwerkstatt. Zerstöre die Gegner mit dem Schmelzgewehr. In deiner Nähe sind 2 druckempfindliche Felder. Um die Brücke zu aktivieren, müssen beide Felder gleichzeitig gedrückt werden. Ratchet, such dir aus, wo du als nächstes antrittst. Ich habe die Rangliste überprüft, Ratchet. Du hast genug Rat-Punkte, um zum Planeten Kronos zu kommen. Sehr gut, Ratchet. Du hast genug Rat-Punkte, um zum Planeten Maraxus zu reisen. Hervorragend, Ratchet. Du hast genug Rat-Punkte, um zum Planeten Orxon zu reisen. Dein Rat-Zone-Status gibt dir nun Zugang zum Planeten Saratos. Mit diesen Rat-Punkten kannst du zum Planeten Char fortfahren. Du hast dich ganz schön ins Zeug gelegt, Ratchet. Dein Rat-Zone-Status verschafft dir jetzt Zugang zum Planeten Torval. Ratchet, du hast die Kampagne im Valix-Gürtel freigespielt.
Ratchet, du solltest zu Al gehen. Ich habe seinen Standort auf der Karte markiert. Ich glaube, er will dir was zeigen. Hier auf Katachrom 4 liegt der größte Robofriedhof des Schattensektors. Du begibst dich in die Atmosphäre des Planeten Kronos, wo ständige Finsternis herrscht. Willkommen zum Wüstengefängnisplaneten Maraxus. Willkommen zur Blargheimat, dem Planeten Orxon. Dies ist der Planet Saratos, der Sumpf des Schattensektors und Heim des Leviathans. Ratchet, du kommst gerade auf dem uralten Planeten Schar an. Ratchet, das ist Torval, der Planet, auf dem das letzte Dreadzone-Finale ausgetragen wurde. Ratchet, du hast die Geisterbasis erreicht. Angeblich spukt es dort. Sei vorsichtig, Ratchet. Willkommen zum Valix-Leuchtturm-Network, dem einzigen Licht im Schattensektor. Ratchet, du kannst nun im Rächerturnier der Killerkuppel teilnehmen, aber mach dich darauf gefasst, dass es nicht leicht wird. Saubere Arbeit, Ratchet. Du hast die Qualifikation überlebt und kannst wieder zurück ins Sperrgebiet. In deiner Nähe müsste ein Teleporter sein. Ich hol dich auf der anderen Seite ab. Befiehl deinem Bot das Ausführen eines EMI-Angriffs, indem du die linke Richtungstaste drückst. Ratchet, ich weiß, wie du Informationen kriegen kannst, ohne dass Vox davon erfährt. Achte auf die geheimen Nachrichten ganz unten auf deinem Bildschirm. Ratchet, du kannst die Modifikation kaufen. Ratchet, du kannst die Kamera mit dem rechten Analogstick steuern. In manchen Dreadzone-Herausforderungen muss man Geräte oder Kraftfelder mit Bolt-Kurbeln aktivieren oder deaktivieren. Aber Vorsicht, Ratchet, die Bolt-Kurbeln können feindliche Angriffe auslösen. Du hast dich für das Kreuzritterturnier qualifiziert. Ratchet, meine Scanner zeigen einen äußerst tödlichen 70 mm Pirscher Gefechtsturm vor dir an. Geh sofort in Deckung. Ratchet, wenn deine Kampagne auf einem Planeten abgeschlossen ist, sind die übrigen Herausforderungen optional. Du kannst dich den Dread-Herausforderungen stellen, um Punkte und Bolts zu verdienen. Du kannst aber auch zu einem neuen Austragungsort wechseln. Wenn du Schwierigkeiten hast oder dich unterfordert fühlst, kannst du den Schwierigkeitsgrad des Spiels bei jedem neuen Ladevorgang ändern. Um bei Dreadzone Erfolg zu haben, musst du Dread-Punkte verdienen. Mit steigendem Rang erhältst du Zugang zu neuen Planeten und Kampagnen. Du kannst eine Reihe unterschiedlicher Wettkämpfe erleben. Du brauchst genügend Dread-Punkte und Medaillen, um zum nächsten Abschnitt des Spiels zu gelangen. Die Schilde dieses Turms sind undurchdringbar. Du kannst sie nur mit einem EMI-Angriff ausschalten. Ratchet, wenn du dir einen neuen Austragungsort aussuchen willst, musst du dich nur in den Raumtransporter begeben. Entferne dich nicht zu weit von deinem Partner, Ratchet. Bei einem bestimmten Abstand explodieren eure Halsbänder. Ratchet, du bist nicht aufzuhalten. Du kannst jetzt am Exterminator-Turnier teilnehmen. In der Geschichte von Dreadzone hat das noch kein Held geschafft. Ratchet, warst du schon bei Al? Um diese Kante zu erreichen, brauchst du einen Doppelsprung. Ratchet, die Felder vor dir sind Kraftfeldgeneratoren. Wenn du dich ihnen näherst, umgibt dich ein schützendes Kraftfeld, dessen Quantenenergie gegnerisches Feuer abwehrt, dein Feuer aber durchlässt. Das Schmelzgewehr ist eine gute Fernwaffe mit Zoom-Funktion, sodass du Gegner aus großer Entfernung zielgenau erledigen kannst. Die Topografie hier ist perfekt für das Schmelzgewehr. Du brauchst noch mehr Ausrüstung, bevor du die letzte Qualifikation bestehst. Kauf eine Modifikation von einem Waffenverkäufer. Du kannst Herausforderungen wiederholt annehmen, auch wenn du sie bereits bestanden hast. Das mehrfache Bestehen von Herausforderungen bringt dir Bolts und erhöht deine Dreadzone-Wertung. Mit den Schwerkraftstiefeln kannst du über jede magnetische Oberfläche laufen. Wenn du einen Gegner besiegst, gewinnst du Erfahrungspunkte. Erreichst du die nächste Erfahrungsstufe, erhöht sich deine Gesamtgesundheit. Besiegte Gegner bringen dir automatisch Upgrades für deine Dreadzone-Waffen und einen erhöhten maximalen Nanotech-Level ein. Laut meiner Karte ist das hier ein guter Ort zum Einsatz des Holoschildwerfers. Bietet deine Stellung keine natürliche Deckung, kannst du mit dem Holoschildwerfer Holoschilde herstellen. Ratchet, du hast das Liberator-Turnier erreicht. Die wenigsten Helden überleben es. Sei vorsichtig. Ratchet, du kannst deine Karte jederzeit erweitern, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen. Das große blaue Symbol oben auf deiner Karte zeigt dein nächstes Ziel an. Ratchet, laut Radzone-Regeln sind Gegner auf dem Radar rot markiert, Verbündete grün. Herausforderungsziele erscheinen in blau. Ratchet, du hast dich für das Plündererturnier in der Killerkuppel qualifiziert. Sei vorsichtig, deine Gegner sind jetzt noch gefährlicher. Dies ist der Waffenkonfigurationsbildschirm. Hier kannst du jede deiner Waffen individuell einstellen. Um eine Waffe zu modifizieren, wählst du sie aus und drückst dann die X-Taste. Wähle dann zwischen Alpha- und Omega-Modifikation. Du kannst nun jede verfügbare Modifikation auf der Liste für deine Waffe auswählen. Probiere unterschiedliche Kombinationen aus, um zu sehen, welche Einstellung sich im Kampf bewährt.
Jeder Planet hat eine Reihe von Kampagnen, die du gewinnen musst. Es gibt aber auch zusätzliche Dread-Herausforderungen, die du für Ruhm und Reichtum annehmen kannst. Sind sie einmal freigeschaltet, können Herausforderungen in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden. Die Tech-Bots von Dreadzone haben hier in der Einsatzzentrale eine Ranganzeige installiert. Die Ranganzeige berücksichtigt all deine Statistiken und zeigt deinen Rang unter den Dreadzone-Kandidaten an. Du kannst jederzeit zum Raumtransporter zurückkehren, indem du Start drückst und Herausforderungen im Pausemenü wählst. Jeder Planet hat eine Reihe geheimer und tödlicher Herausforderungen, an die sich nur die stärksten aller Helden wagen. Im Stilpunktemenü findest du eine Liste der verfügbaren Herausforderungen. Ratchet, bleib in Bewegung und spring von Seite zu Seite, um gegnerischem Feuer auszuweichen. Die Dreadzone-Bots haben genug Feuerkraft, aber mobile Ziele bereiten ihnen Probleme. Glückwunsch, Ratchet, du hast die Qualifikation bestanden. Auf deiner Karte müsstest du einen Teleporter in deiner Nähe finden. Wir treffen uns im Dreadzone-Sperrgebiet. Ratchet, kümmere dich so oft wie möglich um Waffen-Upgrades. Beim Waffenverkäufer erwartet dich eine neue Modifikation. Du kannst jederzeit über ein Fahrzeugfeld fahren, um ein beschädigtes Fahrzeug zu reparieren. Ratchet, direkt vor dir müsste ein Verkäufer sein. Du solltest dich um neue Waffen und Modifikationen kümmern. Ratchet, du hast dich für das Herausfordererturnier qualifiziert. Den Punkterekord in diesem Turnier hält übrigens Captain Starshield. Dies ist die Waffenanzeige. Hier kannst du jede deiner Waffen auswählen und sie modifizieren. Wähle eine Waffe zu modifizieren aus und drücke dann die X-Taste. Oben auf dem Bildschirm werden die verfügbaren Waffen angezeigt, darunter die Eigenschaften der Waffen. Jede Waffe kann mit einer mächtigen Omega-Modifikation versehen werden. Diese Schwarzmarkt-Upgrades richten massiven Schaden an. Wähle die Omega-Modifikation und drücke die X-Taste. Die Liste verfügbarer Omega-Modifikationen wird nun angezeigt. Wähle eine für die Waffe verfügbaren Omega-Modifikationen aus und drücke die X-Taste, um sie vorzunehmen. Diese Omega-Modifikation ist nun an der Waffe aktiv, bis du sie weiter modifizierst oder entfernst. Eine neue Omega-Modifikation kann aktiviert werden, sofern deine Waffe sie unterstützt. Denk daran, dass einige Waffen mit bestimmten Omega-Modifikationen nicht kompatibel sind. Vox hat seine Waffen so konzipiert, dass sie während des Einsatzes Erfahrung sammeln und so aufgerüstet werden können. Aufgerüstete Waffen richten nicht nur mehr Schaden an, sie können auch modifiziert werden. Ich habe gute Neuigkeiten. Mit jedem Waffen-Upgrade wird ein neuer Alpha-Modifikationsplatz an ihr frei. Alpha-Modifikationen können jeweils nur an einer Waffe eingesetzt werden, also musst du sie von einer Waffe zur nächsten übertragen. Wähle eine Waffe, gehe runter zum Alpha-Upgrade und drücke die X-Taste, um das Alpha-Modifikationsmenü aufzurufen. An einer Waffe können mehrere Alpha-Modifikationen eines Typs vorgenommen werden. Die für jede Waffe verfügbaren Upgrades erscheinen über der untersten Reihe der Upgrades. Du kannst Alpha-Modifikationen jederzeit deaktivieren und den verfügbaren Alpha-Modifikationen zuordnen. Ratchet, der Verkäufer hat eine neue Alpha-Modifikation. Ratchet, der Verkäufer hat eine neue Omega-Modifikation. Neben Drag-Punkten brauchst du manchmal auch Medaillen, um neue Planeten zu erreichen und im Spiel Erfolg zu haben. Ratchet, zerbrich die Sperrkugeln, um die restlichen Grindschienen freizusetzen. Anscheinend schickt Vox Störsignale an deine Rüstung, um dich aufzuhalten. Ich versuche, sie auszuschalten. Ratchet, diese Kraftfelder sind zu stark. Du musst ihre Batterien zerstören, um sie lahmzulegen. Ratchet, beeil dich. Deaktiviere die 3 Generatoren, bevor sie überlastet sind. Sammle die Energiekugeln ein, um zu verhindern, dass die Generatoren explodieren. Ratchet, du musst die Sicherheitskugeln hacken, sonst stürzen die Mauern der Arena auf dich ein. Und von hinten greifen Wellen von Gegnern an. Ratchet, du musst alle 3 Knotenpunkte einnehmen, um die Brücke auszufahren. Ratchet, du musst die Mörser des Landpirschers benutzen, um diese Quasarkugeln zu zerstören. Das sollte den Weg frei machen. Ratchet, du musst all deine Gegner besiegen, wenn du diese Runde beenden willst. Mit anderen Worten, bleib am Leben. Ratchet, vor dir befindet sich eine Kampfarena. Sie ist dein erstes Ziel. Sei vorsichtig. Sie ist stark bewacht. Du bist fast dort, Ratchet. Hack dich durch die Sicherheitskugeln, um die Arena zu öffnen. Die Kathedrale ist vollständig abgeriegelt, aber ich habe einen Schwachpunkt entdeckt. 2 riesige Scheinwerfer liegen in der Nähe verborgen. Wenn du sie aktivieren kannst, werden ihre Strahlen einen Solarsensor an dem Tempel aktivieren und die Tür öffnen. Laut meinem Navigationsraster befinden sich die Scheinwerfer in unterschiedlichen Teilen der Stadt. Viel Glück, Ratchet. Ratchet, vor dir liegt ein magnetischer Lift. Er wird dich zur Straße bringen, die zum nächsten Stadion führt. Gute Arbeit. Der Pfad zum 2. Scheinwerfer ist frei.
Los, zum nächsten Knotenpunkt. Noch 2 Knotenpunkte. Ratchet, mein Navigationsraster zeigt ein Hoverbike direkt vor dir, aber du musst ein Kraftfeld deaktivieren, um an es heranzukommen. Ratchet, schießt den Drohnenschwarm herunter, um die Kraftfelder zu deaktivieren. Ratchet, wenn du die Vektorsender-Knotenpunkte in der Zone aktivierst, kann ich das Signalfeuer zum Ausmessen nutzen und den Standort des Schiffs bestimmen. Ratchet, du musst deinen Bots befehlen, den Sprengstoff an der Statue anzubringen. Sei vorsichtig, Ratchet, diese Dreadzone-Schockkugeln sind tödlich. Benutze ein EMI, um sie zu deaktivieren. Ratchet, du musst den Landpirscher benutzen, um die Versorgungseinheiten auf beiden Seiten des Kraftfelds zu zerstören. Du musst dich beeilen. Die Bewohner von Stygia sind in Gefahr. Die Schilde sind immer noch unten. Ratchet, es gibt mehrere Versorgungseinheiten, die den Energiefluss zum Kern des Schilds blockieren. Mach weiter und zerstöre sie. Ich habe einen Plan. Wenn du die Blitzableiter deaktivieren kannst, kann ich sie von hier aus manuell rekalibrieren. Beeil dich, Ratchet. Sie haben deine Kampfbots in verschiedenen Blocks des Gefängnisses untergebracht. Gehe in den Alpha-Block und befreie deinen ersten Bot. Keine Sorge, Ratchet. Ich werde mich darum kümmern, dass du lebendig da herauskommst. Mein Navigationsraster zeigt ein verlassenes Versorgungsschiff auf der anderen Seite der Basis. In der Nähe ist eine Grindschiene, die dich zum Kern der Basis bringen wird. Wenn du dort bist, gebe ich dir mehr Informationen. Sie sind hinter uns her, Ratchet. Dreadzone hat ein Kraftfeld aktiviert, das deinen Weg zum Versorgungsschiff blockiert. Aber wenn du die Kontrollknotenpunkte in diesem Quadranten besetzen kannst, kann ich vielleicht das Kraftfeld aufheben. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Sei vorsichtig, Ratchet. Oh nein, du steckst immer noch fest. Offenbar haben sie ein 6-phasiges Theta-Zeichen verschlüsseltes Kraftfeld, das deinen Ausweg blockiert. Ich kann die Verschlüsselung von hier aus nicht knacken, aber wenn du die Verschlüsselungscomputer zerstörst, die das Kraftfeld kontrollieren, könnte das Problem gelöst werden. Ratchet, wir müssen dafür sorgen, dass sie diese Basis nie wieder benutzen können. Zerstöre die äußeren Geschütztürme, die die Energiekerne der Basis schützen. Dann zerstöre den Zentralkern und schalte die Basis ab. Wenn du zurückkommst, kümmern wir uns um Vox. Du hast es geschafft, Ratchet. Jetzt komm zurück und wir treffen uns in unserer Sperrzone. Ich habe einen Plan. Es tut mir leid, Ratchet. Mir war nicht klar, dass ich dich in eine weitere Falle von Vox führte. Es gibt immer noch einen Ausweg. Wenn du die 3 Fusionsgeneratoren auf der Kontrollebene zerstörst, kommen die Schiffe frei und sowohl die Fans als auch die Helden sind gerettet. Ausgezeichnet, Ratchet. Jetzt deaktiviere den zweiten Generator. Aber beeile dich, die Zeit läuft uns davon. Ratchet, die Basis wird jeden Moment in die Luft fliegen. Bitte beeile dich. Mehrere Notschiffe verlassen die Killerkuppel. Weiter so, Ratchet. Ratchet, die Zeit wird knapp. Die Generatoren überladen sich. Ratchet, kannst du bitte auf die Tube drücken? Die Basis fliegt in ein paar Sekunden in die Luft. Du bist fast durch. Nur noch ein Generator. Ratchet, du kannst Stilpunkte sammeln, wenn du ein paar Spezialaufgaben auf einem Planeten erledigst oder dich Herausforderungen stellst. Sammle Stilpunkte, um Cheats freizuschalten. Oben auf deinem Bildschirm siehst du den Erfahrungsbalken. Wenn du Feinde zerstörst, erhältst du Erfahrung. Wenn der Balken voll ist, steigst du ein Level auf und dein Nanotech wird verbessert. Du kannst die Sturmstiefel benutzen, um einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Du kannst die Schienen wechseln, indem du in Richtung einer nahen Schiene springst. Diese Dreadzone-Herausforderungen sind freiwillig. Du musst sie zwar nicht alle beenden, aber du musst genug Punkte sammeln, um auf anderen Planeten anzutreten. Ratchet, auf deinem zweiten Schnellauswahlbildschirm gibt es weitere Geräte. Ratchet, diese Dreadzone-Saison ist noch nicht vorüber. Es gibt immer noch genügend Planetenschlachtfelder, an denen man teilnehmen kann. Ratchet, sie haben dich gebeten, am nächsten Turnier teilzunehmen, bevor du irgendetwas anderes tust. Das Killerkuppel-Shuttle wartet auf dich. Ratchet, sie haben dich gebeten, am nächsten Turnier teilzunehmen, bevor du irgendetwas anderes tust. Der Raumtransporter wartet auf dich. Ratchet, befiehl deinen Bots, ihre Sprengsätze anzubringen. Ratchet, das Kraftfeld wurde deaktiviert. Ratchet, die Brücke wurde ausgefahren. Du kannst auf diesem Planeten an weiteren Herausforderungen teilnehmen, um Dread-Punkte zu sammeln oder zum nächsten Planeten im Dreadzone-Wettbewerb reisen. Offenbar haben uns die Marketingbeauftragten von Dreadzone Darkstar-Team genannt. Klingt nicht schlecht. Halte die R2-Taste oder die Dreieck-Taste gedrückt und benutze den Analogstick, um eine Waffe auszuwählen. Ratchet, laut meinen Scannern ist das hier ein guter Ort, um Minen zu benutzen. Bringe Sprengstoff an und bringe ihn zur Detonation, um deinen Gegner zu zerstören. Willkommen in der stürmischen Welt des Planeten Stygia. Bewege den Cursor nach links oder rechts, um eine Waffe auszuwählen. Und drücke dann die X-Taste, um sie zu modifizieren.
Während die KI daran arbeitet, dich zu bewegen, arbeiten wir am Zielen. Drücke zweimal die R2-Taste, um zwischen den kürzlich verwendeten Gegenständen zu wechseln. Ratchet, du hast eine neue Dreadzone-Kampagne auf einem Planeten namens Katakomb 4 freigespielt. Ratchet, Planet Stygia kann jetzt angeflogen werden. Halte die Viereck-Taste gedrückt, wenn du dich in der Nähe eines Knotenpunkts befindest, um diesen mit deinem Hackerstrahl einzunehmen. Halte die Dreieck-Taste gedrückt und verwende den linken oder den rechten Analogstick, um eine Waffe auszuwählen. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Sei vorsichtig, Ratchet. Bewege den Zielcursor über mehrere Feinde, während du Mörser auflädst, um auf mehrere Ziele gleichzeitig zu schießen. Ratchet, darf ich vorstellen, dein neuer Teamkollege Alpha Clank. Dreadzone hat eine speziell modifizierte Nachbildung gebaut, um die Einschaltquoten in die Höhe zu treiben. Offensichtlich bin ich im Schattensektor unter der Verrückte- und Bolzbevölkerung sehr beliebt. Ratchet, hack dich in die Sicherheitskugeln, um die Brücke zu aktivieren.